Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist Talk. Mein Name ist Buschbayer. Wir haben heute einen wundervollen Gast da, ein Urgestein aus München. Wir reden über dies, das, Hip-Hop-Zeug, alte Geschichten aus München. Es wird wundervoll. Viel Spaß damit. Heute hier Teekanne. Hast es gehört, Alter, weißt du schon, es ist Zeit für die Feierabendheule. Hast es gehört, Alter, weißt du schon, es ist Zeit für die Feierabendheule. Ich kam mit meinem Bike die Straße lang, war eingezogen neu und suchte tagelang nach Leuten, mit denen ich rumhängen kann. An der Ecke meiner Straße in Neuhausen traf ich dich. Schön, dass du es geschafft hast, auf jeden Fall hier ins Studio zu kommen. Ich freue mich. Teekanne ist am Start, eine Legende aus München. So, wir kommen mal zu der Vergangenheit. Wie kamst du eigentlich zu Hip-Hop und wie hat es bei dir damals angefangen? Das ist natürlich immer interessant. Ja, ich habe angefangen, wie man anfängt, Musik zu hören. Als kleiner Stöpsel mit 13, 14 Jahren gab es ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe im Fernsehen Rap-Bands gesehen wie Public Enemy. Ja, auch so noch oldschooligere Rap-Legenden. Und irgendwie hat mich das so inspiriert, also vor allem Public Enemy, dass ich angefangen habe, auf Englisch Texte zu schreiben. Und aus heutiger Sicht wären das jetzt alles Lieder, die bestimmt einen Humorfaktor hätten. Aber das war so die Zeit mit 13, 14, Anfang der 90er, war meine Zeit. Und wie ging es dann weiter? Also habt ihr dann irgendwie Sessions gemacht? Wie habt ihr gestartet quasi mit dem ganzen Rap-Ding? Wie fing das bei dir damals an? Naja, damals war es dann so, ich meine, wir sprechen jetzt von 1990, 91, 92. Ich habe dann Demokassetten aufgenommen, habe damals meinen Großvater, Rest in Peace, sehr wichtiger Mann für die Musik, der hat mir dann das Geld gegeben, dass ich mir zum Beispiel sowas wie ein Keyboard kaufen konnte, was ich mir damals dann einfach auch geleistet habe. Es war brutal schlecht, wenn man es aus heutiger Sicht sieht. Aber war so die erste Möglichkeit, um Musik zu produzieren. Und dann, daraufhin, hatte ich Schulfreunde und einer meiner besten Kumpels, DJ Vollekanne, mit dem bin ich dann zusammen in die Schule, also Teekanne Vollekanne war ja das Ursprungsduo Echorausch. Mit dem habe ich dann irgendwann mal 93 angefangen in unserer damaligen Schule in Neuhausen. Hatten wir dann so einen Gig und dann haben wir eine Kassette gemacht und dann waren wir Echorausch. Und das war sozusagen, also eigentlich kann man sagen, zwischen 94 und 95 ist dann der Echorausch letztendlich gegründet worden. Wie ging es nach Echorausch weiter? Also was hast du... Naja, Echorausch hatte dann ja vor allem nochmal die Facette, dass dann in diesen ersten Tagen nicht so klar war, wie wir uns entwickeln. Dann kamen ja Leute dazu. Also gibt es ja dann die Rap-History dazu, dass man sagt, da kam dann noch ein Nico dazu und aus der Zeit kennen wir uns übrigens auch, Buschbi. Genau. Das war dann die Gröbenzeller Zeit, das wurde dann 96, 97, dann kamen wir 78 dazu, dann kamen Leute wie DJ Redrum, CC Diamond. Also es war ja auch stetiger Wechsel in dieser Crew, aber ich würde sagen, die wichtigen Jahre 94, 95, 96, 97, da wurde dann sozusagen die Echorausch-Posse so komplett dadurch. Das war auch mein erster großer Gig mit dir zusammen in der Muffathalle. Spinnst du, war ich nervös. Das war unfassbar. Hey, das waren noch die großen, weißt du, die guten Zeiten das damals, als es noch die großen Hip-Hop-Jams gab. Ja, genau. Ja, und das war ja auch die Geburtsstunde der Echo-Fam letztendlich, wo wir ja dann alle als Künstlerkollektiv mehr oder weniger unterwegs waren, ja. Hammer. Wie war das? Ihr wart gesigned bei verschiedenen Labels, habe ich so in Erinnerung. Wie war das? Also los ging es ja mit Obwohl Records, das war ein Label von dem damaligen Sprüher oder ja, eigentlich immer noch Sprüher Vince, der uns aufgrund von Jam-Kontakten damals, ich meine, dass das auch 95 irgendwann gewesen ist, kann ich mich erinnern, habe ich ihn irgendwann mal getroffen und es wurde einfach viel geredet über, ja, wir machen Hip-Hop und er hat gesagt, ja, ich mache Jams und habe auch ein Label und so weiter. Und die Initialzündung eigentlich für Echorausch, was die Münchner Szene anbelangt, weil alles davor war ja eigentlich nur so Homie-Business im Schulumfeld. Die Initialzündung war dann eigentlich für uns die Veröffentlichung von dem Track
Teekanne, so heißt der Track, auf dem Munich Represent Sampler. Und der war von Obwohl Records. Und das war auch letztendlich der Startschuss für die Zusammenarbeit von Obwohl Records, also dem Vince und uns. Und dann haben wir dort bei Obwohl Records 2 Maxis gemacht und ein Album. Der Vince, die Legende, hat ja auch damals die ganzen großen Jams gemacht. Welche hat er alles gemacht? Christmas Jam, Summer Jam. Summer Jam, genau. Ja, das auf jeden Fall. Dann gab es auch eine Labelparty. Wie gesagt, diese Party zum Sampler. Also Munich Represents heißt der Sampler. Ist ja eine limitierte Vinyl-Edition gewesen. Blaues Vinyl. Das Cover hat der Jelly gemalt. Big up. Das war sozusagen für uns als junge Stöpsel sozusagen auch der erste direkte Kontakt mit der Münchner Rap-Szene. Genau. Wie siehst du das so mit, ich meine, heutzutage ist es ja alles so, heute ist es Spotify, heute ist es, du hast einen Track, du lädst ihn hoch über Discord, je nachdem, über irgendeinen Anbieter und so weiter. Wie findest du, dass sich das so geändert hat im Vergleich zur Labelstruktur von damals und heute? Wie siehst du das? Damals hatte es auf jeden Fall für mich persönlich, das kann ich jetzt mal nur für mich sagen, wie es für die anderen war, weiß ich gar nicht. Ich wollte einfach nur Rap machen. Und die Tatsache, dass da jemand sich bereit erklärt hat, unser Vinyl zu machen, weil damals war es ja noch Vinyl, es gab kein Internet in dem Sinn mit Upload, war für mich das Allerwichtigste. Ich wollte meine eigene Platte in den Händen halten und mein eigenes Vinyl. Und als es dann tatsächlich soweit war das für mich wahrscheinlich wie heute für einen jungen Künstler, der auf Spotify geht und sieht, dass sein Track oder seine Platte released wird so oder online ist. Und es ging nicht ums Geld, uns persönlich nicht. Also das kann ich auch für die anderen Members sagen. Wir wollten einfach raus. Ja, es waren ja Leute eben dabei, eben, wie ich ja schon gesagt habe, Nikolai, W78, wir haben uns ja alle gefunden sozusagen als junge Rapper so und wir wollten einfach auf die Bühne und wollten von der Bühne unser Vinyl verkaufen. So war eigentlich lange Zeit auch hierzulande, auch in der Stadt sozusagen der Plan, um die Musik an den Mann zu bringen, wie es ja für andere Musikrichtungen auch so war. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt so eine Rap-Geschichte gewesen, sondern deine Release-Party war der Tag oder der Abend, wo du deine Platten verkauft hast. Habt ihr damals Geld verdient schon? Also als ihr auf dem Label wart und Platten verkauft habt? Also bei Obwohl Records, muss ich sagen, hat's tatsächlich auch Geld gegeben. Wir haben unsere Platten damals auch verkauft. Also diese 7 Inches, sag ich schon, diese 12 Inches gingen relativ gut weg. Davon leben war man natürlich weit entfernt. Aber es gab auf jeden Fall direkt unmittelbar Verkäufe. Und das hat einen natürlich gefreut, ja, dass die Menge an Platten weniger geworden ist. Was hat dir so mehr Spaß gemacht? War es eher das Live-Spielen oder war es eher das Produzieren und im Studio abhängen? Soll ich mal ganz ehrlich heute was sagen? Was ganz Ehrliches. Also zum ersten Mal sage ich das überhaupt nicht. Okay. Ich habe mich tatsächlich nicht immer auf der Bühne wohlgefühlt. Und ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, bis heute der Studiotyp geblieben. Ich habe jetzt ja auch gerade aktuell ein Studio mit dem Feinkos Paranoia-Member 218 Over, Big Up FKP, Big Up Barney. Du weißt, wer du bist der Guter. Grüße gehen raus. Mein Homie. Und wir haben zusammen ein Studio und für mich ist es so wie damals. Ich produziere gerne, ich mache gerne Beats, ich mache die Sachen gerne mit den alten Kisten. Ich war nie wirklich der krasse MC und der krasse Rapper. Klar, in den jungen Jahren, ich wollte Rapper sein, ich habe die coolen Typen gesehen, wie sie da, habe ich ja schon ein paar Artists erwähnt, so. Aber mit den Jahren, das Studio-Ding hat schon mehr Platz eingenommen als die Rap-Sache. Also. Es wird einige interessieren, mit was produzierst du, in welche Richtung? Also wie hast du damals produziert, wie produzierst du heute? Was hat sich verändert in deinen Augen? Ja, genieß es. Ich habe angefangen mit einem Monosampler, der hieß S01. Unfassbar schlechte Kiste. Konnte irgendwie 5 Sekunden samplen oder was und das noch ziemlich schlecht. Und habe mir aber den Workflow, was das Sampling anbelangt, beibehalten. Ich mache es heute nicht anders. Was ich in den Jahren dann, sagen wir mal, ab 96 habe ich dann irgendwelche Emu-Sampler noch gekauft. Dann hatte ich mal einen Emax 2. Auch so ein wirklich eigentlich ganz cooler Sampler mit einem relativ druckvollen Sound. Ich habe mir bis heute eigentlich beibehalten, mit Hardware zu produzieren. Dann kam natürlich irgendwann bei mir auch
ein monatliches Geld dazu, was man dann verdient hat durch seinen Job, ja. Und jetzt habe ich halt im Studio so ein Hip-Hop-Kisten-Museum, ja. Da steht jetzt eine MPC 3000 und eine MPC 60 und ein S950 und ein S900, ein S700. Also ich habe furchtbar viele so alte Kisten, die ich früher gern gehabt hätte. Die habe ich halt erst heute. Workflow-mäßig hat sich nichts verändert. Ich sample oldschool in der Regel schon auch noch von Platte. Ich habe auch viel Vinyl. Haus in die Kisten rein und mach dann die Beats. Ich meine, heute ist ja so, dass die ganzen Kids sind ja alle auf Ableton, sind alle auf Maschinen unterwegs oder auf MPC und so weiter. Du bist immer noch auf MPC, bist du ja auch noch, gell? Das machst du ja auch noch, oder? Nach wie vor, ja. Welche MPC benutzt du? Also hauptsächlich die 60er. Die 60er. Also 60er ist ja auch nicht verwunderlich. Also ich meine, die 60 ist ja allein der Name schon schön. Ja, genau. Und was hältst du so generell den Unterschied? Sagst du, besser lieber analog und mit Hardware-Geräten schrauben oder mit Software? Man kann das schlecht sagen, weil das sind so, ich nenne es immer, ist auch Geschmackssache. Das ist wirklich ein Geschmacksding so. Ja, du kannst, ich spreche jetzt mal für alle Produzenten, man kennt das Problem, man hat einen Rechner zur Verfügung mit ein paar Software-Tools drauf und schraubt einen mega fetten Beat. Das geht. Ich kann aber genauso gut auf den Software-Tools, wo alles geht, auch ein Beat schrauben, wo jeder sagt, okay, bisschen einfallslos und gar nicht so funky oder nicht wirklich dope so. Mit den Hardware-Machines ist genau das Gleiche. Es kommt nie auf das Equipment an, sondern es kommt darauf an, was du aus der Kiste machst. Absolut. Ich habe damals Produzenten getroffen in der ersten Zeit, die haben mir immer gesagt, ja, und du musst mal das ausprobieren und mal das ausprobieren und da, wir haben jetzt ein Studio, da steht jetzt drin, bla 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 bla. Hatte ich ein paar Bands, die dann so für mich natürlich auch Leute waren, mit denen man mal zu tun hatte. Und dann haben die mir ihre Sachen gezeigt und dann habe ich mir gedacht so, fettes Studio, wacker Beat. Genau, ich weiß genau, was du Und meinst. dann weiß ich aber zum Beispiel, hat es auch Münchner Rap-Bands gegeben, die haben mit minimalistischen Sachen wirklich dopes Zeug gemacht. Mit ganz wenig Equipment, ganz viel Dopeness. Genau. Was nützt dir der größte Panzer, wenn du ihn nicht lenken kannst? Richtig, das kann man. Das Oder ist man sagt auch in der Tontechnik ist es ja generell so, dass es im Endeffekt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es gibt kein richtig und falsch in der Tontechnik. Genau, auch das heißt, weil das Ergebnis ist. Am Ende das Ergebnis zählt. Ja, genau. Ja. Wenn es fett ist, ist es fett. Es ist völlig egal, wie es gemacht wurde. Das So ist das ist gleiche mit Plugins beim Abmischen. Du kennst es ja selber. Ja. Wenn es am Ende fett ist, ist es völlig egal. Und es wäre der Beweis dafür, dass damals wie heute gilt das Gleiche. Ja? Wir hatten die Zeiten, wo Digital Recording nicht ging. Du musstest mit einer analogen Maschine irgendwelche mehreren Spuren aufnehmen. Das konnte man so machen und so machen. Und ich bin ganz ehrlich und auch selbstkritisch, die ersten 2 Platten von mir sind so scheiße gemischt, dass ich bis heute kotzen könnte. Dass es Leute gibt, die Platten jetzt heute ganz cool finden und sagen, das ist ja ganz nett, weil das war ja da und so weiter. Die sind einfach scheiße gemacht. Ich habe mich da mit dem Mischen einfach nicht gut genug ausgekannt. Es gab damals schon Leute, die haben einfach das verstanden, aus dem, was sie hatten, das Maximum rauszuholen. Und das ist producing-technisch heute übrigens gleich geblieben. Ich klicke mich manchmal so durch diese Online-Angebote mancher Rapper, auch im Underground. Dopes Zeug dabei. Gut gemischt, gutes Verhältnis, dope Beats. Mhm. Aber genauso gut höre ich mir Sachen, wenn ich mir denke, du hast eine DAW, du hast ein Cubase oder ein Logic oder nimm was, Music Maker, whatever. Du hast eine digitale Plattform, die dir ermöglicht, Total Recall zu haben, was wir damals nicht hatten. Also, dass sich die Fader so hinstellen. Du hast die Möglichkeit, Stimmen so krass schön zu bearbeiten, dass eigentlich ein analoger Kompressor, der dich 6.000 € kostet, obsolet ist. Aber was rauskommt, ist teilweise so, okay, Stimme nicht komprimiert, minus 50 dB, also noch nicht mal irgendein Mastering-Tool for free aus dem Internet downgeloadet, was es mittlerweile gibt, also Loudness Maximizer etc. pp. Und da denke ich mir, das hat dann nichts mit dem Equipment zu tun, sondern das hat was mit demjenigen zu tun, der es macht. Und das ist tatsächlich was man lernen muss und das muss man einfach, da muss man halt eine Schule machen. Wie war das damals, als du im Studio warst? Saß jemand hinter dir und hat dir geholfen oder so ein Mentor, der ein bisschen geschaut hat, wie deine Mixes sind, weil du gerade gesagt hast, dass es so schlecht abgemischt war am Leute Anfang? haben mir das gesagt.
Danach oder währenddessen? Danach. Und haben ja auch gesagt, so ja, hier der Teekanne mit seiner Echo-Rausch-Kombo, das ist ja ziemlich geil. Sag mal, habt ihr die Platte euch nochmal angehört oder seid ihr grundsätzlich so leise auf der Platte? Ja? Also das war einfach schon, also das war die beste Kritik, das war auch die beste Schule, durch die du gehen konntest, weil das waren ja keine Leute, die dir jetzt nicht wohlgesonnen waren, die wollten dich auch nicht dissen, ja? Wegen dem Sound von der Platte, so weil sie sagen, du rappst schlecht. Sie haben einfach nur gesagt, das hätte man besser machen können, technisch. Was machst du im Moment, wenn du im Studio sitzt? So? Also was macht ihr da? Ihr schraubt so Beat-Tapes, habe ich mitbekommen. Also du machst noch eigene Tracks auch noch, das habe ich auch mitbekommen. Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin immer allein im Studio. Also ich und der Burns, wir sind getrennt im Studio. Weil wir künstlerisch einfach auch ein bisschen anders sind. Wir sind im technischen Austausch. Und wenn wir im Studio gehen, dann buchen wir uns das selber rein. Da schreibt der eine dem anderen, ich bin heute drin. Was dem anderen sagt, brauchst du auch jetzt erstmal nicht reinschauen. Und dann ist es tatsächlich für mich wie kann ich das vergleichen am besten? Meditation. Das heißt, du kehrst in dich, machst einfach versinke Musik. in diese technische Welt und in meine Rhythmuswelt und in meine Sample-Welt und versuche einfach. Was können die Leute da erwarten, wenn sie so ein Beat-Tape von dir kriegen? In welche Richtung geht es so? Also man kann sich ja übrigens anhören, also unter Sandling Funk Volume 1 bis 5 kann man sich anhören. Es sind Oldschool-Instrumentals, es sind Oldschool klingende Instrumentals, also tatsächlich sind sie ja nicht Oldschool. Es ist funky Zeug dabei, ich versuche halt ganz viel mit alten Art und Weisen zu arbeiten, wie man Beats damals gebaut hat. Ja? Also indem man zum Beispiel sagt, ich benutze auch kein Autotune zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja? Ich habe halt eine Bass, eine Snare, eine Hi-Hat und dann habe ich in der Regel einen Basslauf, den ich vielleicht noch ein bisschen filter und dann mache ich einfach ein paar Slicer halt dann noch ein bisschen die Samples, also schneide die auseinander und mache die einfach so, dass sie für mich stimmig zueinander passen und dann hacke ich den Beat sozusagen in die DAW. Und meistens ist ja keine Stimme dabei, weil ich ja meistens nur Beats baue. Genau. Und so beattechnisch geht es ja teilweise nicht nur in diese Hip-Hop-Rap-Richtung, sondern du gehst ja dann auch ab und zu mal in die Reggae-Dub-Richtung und so weiter. Das habe ich bei dir auch gehört und gesehen. Das ist einer meiner ersten musikalischen Berührungspunkte auch damals in den 90ern, war Reggae und Dancehall. Reggae Dancehall auf jeden Fall. Deswegen mache ich da auch ganz viel, also tatsächlich, ja. Genau, das schraubst du eben auch im Studio und du machst es ja auch als DJ und so weiter. Mit wem machst du das? Wie kam das dazu, dass du dann Reggae Dancehall DJ oder wurdest? Also erstmal muss ich sagen, dass Reggae Dancehall eine Sache ist, die Hip-Hop und Reggae Dancehall sind so. Ja, Mann. Man muss das einfach wissen. Das ist einfach eine geschichtliche Sache so. Es gab viele Crossover-Artists. Einer meiner Favorite Artists zum Beispiel in dem Fall war Supercut. Das ist ein bekannter jamaikanischer DJ. Und diese Kombination hat mir immer gefallen. Du nimmst einen Hip-Hop-Beat und machst halt diese Ragamuffin-Sachen drüber. Und dadurch war ich schon angefixt, aber dann die Jahre später habe ich auch viel eben Reggae-Zeug auch gekauft oder Ragamuffin, viel altes Zeug gekauft. Und dann kam ja der Selector K sozusagen auf mich zu und wir haben zusammen sozusagen nochmal den Vintage Sound Nice Time International ein bisschen aufleben lassen. Gibt es ja bis heute. Auch das Dubplating fies gemacht, viel gemacht auch in dem Bereich. Also wir haben, ich weiß nicht, was wir alle, also Shabba Dub zum Beispiel, das ist einfach kein Thema zu spielen für uns. Bonnie Wailer Dub ist kein Thema für uns. Also, und dadurch eben, also habe ich auch nochmal selber in dieser Phase meiner jetzigen musikalischen Karriere habe ich ganz viel noch mit Reggae Dancehall zu tun. Und wenn ich als DJ unterwegs bin, spiele ich eben viel Reggae Dancehall. Wo in München legst du ab und zu auf oder hast du aufgelegt? Das sind Läden wie Clancy 17, im Riffraff. Wir haben aus Oid Giersinger haben wir auch mal gemacht. Das macht ihr unter die Crew. Unter Vorstadt Rockers, oder? Ja, genau, das Vorstadt Rockers genau. ist Daddy Stilo und Selector Jo. Grüße raus an die Brethrens auch. Genau. Und da ist auch das Konzept so. Reggae, Dancehall, Oldschool und Hip-Hop. Genau, aber ihr haltet das auch real und ihr legt nur Vinyl auf, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Genau. Also ihr spielt auch mit Serato-System.
Alles klar, Ja, klar. auch den digitalen Nein, DJ. also ich meine, ich muss ja sagen, das Serato versus Vinyl, also wir machen beides und für manche Sachen, bin ich ganz ehrlich, ist es auch schick, irgendwie den Rechner einzupacken und du Du hast halt einfach eine Kiste dabei. schleppst nicht 8000 Kilo. Genau. Schleppst nicht 100 Kilo und du hast halt unfassbar viel Stuff dabei. So ist es, ja. Und kannst halt irgendwie alles bedienen. So, ja. Ja. Mit was legst du lieber auf? Tatsächlich mit Vinyl, Ja? ja. Warum? Weil es knistert. Nee, nicht alleine, sondern ich habe es oft genug erlebt, dass das Serato nicht wollte. Echt? Hattet Ja. ihr wirklich ernsthafte Probleme? Ich hatte Serato sogar, öfter? also Leute, die ihr System mit, also war noch nicht mal mein System, sondern stabiles MacBook Pro mit Serato dran, ja, und auf einmal so, hey, geht nicht, sync irgendwas nicht. Und ich muss sagen, da ist man dann mit der Platte einfach so herzlich entspannt und sagt sich, gibt es ja diesen Joke dann, das wäre mit Vinyl nicht passiert. Andersrum muss ich sagen, es ist halt so eine Geschichte, was man halt lieber benutzt. So. Aber ich bin ganz ehrlich, auch jemand, der Serato verwendet, hat für mich nicht weniger Skills als DJ. Wenn das ein guter DJ ist, kann der mit Serato genauso Tricks Absolut, machen. So, ja? absolut, ja. Aber ich finde es halt schwierig, wenn man das so gegeneinander ausspielt. So. Ich persönlich nehme Vinyl gerne mit, weil ich weiß, was ich da in meiner Kiste habe. Die Sachen habe ich schon jahrelang. Du kennst die Und ich Tunes. kenne jede einzelne Platte und kenne jedes einzelne Das Lied. ist der Unterschied. Bei digital hast du halt einfach einen riesen Ja, und man, Kasten, nimmt die Tunes halt gar nicht, nimmt genau. man halt sein Sammelsurium mit und dann geht es einem schon so teilweise, dass man sagt, oh, ich habe ja 1000 Tunes. Und dann kommt man aber, nee, den spiele, da habe ich ja noch den. Und dann wird es halt so, ja, Das ist wieder der Riesenpanzer. genau. Das ist Also man muss wieder- dann ja, auch wirklich genau. eine Selection dabei haben, die man so spielt Ja. oder man weiß genau, wo man sucht im Ordner so. Aber ich finde es halt wahnsinnig schwierig, mich da zurechtzufinden. Deswegen, ich habe so eine Augustiner-Kiste, so eine ausgesägte, da ist mein Vinyl drin. Das sind 40, 45, 50 Platten. Da weiß ich, wo ich hinlang. Auch ein interessantes Thema. Du hast ja einen Track gemacht, der hieß Ausspekuliert. Da gab es damals eine Demo, da waren, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Leute kamen auf die Demo. Das läuft über den Tillmann, genau. Nee, das waren mehr Leute. Waren es mehr Oh, Leute? das waren wirklich mehr, ja. Nein, wirklich mehr. 20 Ich bis weiß die 50, genaue Zahl 20 nicht mehr, bis aber ich 50.000 weiß sowas, eins, es waren definitiv mehr Leute. Genau, und da hast du auch einen Track dazu gemacht, zu der Thematik und zu der Ausspekuliert-Thematik der So ist es, Gentrifizierung. Erzähl mal, wie es dazu kam und warum du das gemacht hast. Ausspekuliert ist eine Sache, die mir persönlich wirklich am Herzen liegt, weil die Wohnungsnot in den Großstädten, und da kann ich dann nachher auch noch einen kleinen Schwung machen zu Künstlern, auch zu Rap-Künstlern, ist so groß, dass ich mir sage, dagegen muss man was machen. Und den Song Ausspekuliert oder diesen Song Wir bleiben hier, so heißt er ja, den habe ich vorher schon geschrieben. Da war die Demo noch kein Fakt für mich. Und der Tillmann hat mich aber irgendwann mal, hat er den Song, glaube ich, gehört bei mir irgendwo auf einem Soundcloud-Profil. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und er hat mich dann angeschrieben, hey, er macht da jetzt was mit einer Demo und er hätte wahnsinnig Bock, dass ich da ob ich bereit wäre, diesen Song beizusteuern. Und ich habe sofort ja gesagt, weil ich auch wusste, okay, das ist ein Thema, wo ich mich auch endlich mal als Künstler statementmäßig äußern kann. Und dann haben wir das gemacht und ich muss sagen, der Erfolg von der Demo war riesig, die Resonanz auch in den Medien war gut, das Thema war präsent und ist auch seitdem präsenter. Also an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an alle Organisatoren von dieser Demo. Das war eine Top-Leistung und das Thema war wirklich gut dargestellt. Und worum es mir da geht, ist, wenn man es jetzt auf die Künstler münzt, such mal als Band in München einen Proberaum. Buschbi, Du weißt Bescheid, du weißt Bescheid. korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Da kannst du dich totsuchen. Ist nicht einfach. Ja, du kriegst halt irgendwas mit Stundensystemen, wo du irgendwie unfassbar viel Geld Irgendwas, zahlen ja. musst. Oder du kriegst sie nicht. Ganz geschweige denn jetzt irgendwelche Wohnungen, ja. Und ich selber habe in meinem privaten Umfeld bin ich ganz persönlich betroffen. Nicht ich selber als Person, aber in meinem direkten familiären Umfeld. Und seitdem ich das auf dem Schirm habe, sage ich dir ganz ehrlich, solche Verhältnisse, die wir haben in München, ja, dass hier irgendwelche Singles in ihren fetten Wohnungen leben, ja, ein Geld bezahlen, was sich kein Normalsterblicher leisten kann, ja, das muss aufhören. Das hat nichts mit sozialer Stadtentwicklung zu tun, sondern das sind Mechanismen, kapitalistische, brachiale Marktmechanismen, die hier wirken, ja. Und das ist einfach, ich kann nur immer wieder sagen,
Grüße auch hier an der Stelle ans Rathaus, ja. Macht euch Gedanken, ja, weil so kann das nicht bleiben. Aber wie stellst du es dir vor? Wie würdest du es besser machen? Was würdest du sagen? Mietdeckel, keine Großinvestoren reinholen? Wie würdest du es machen? Das ist eine sehr gute Frage, Buschbi, weil wenn man über was meckert, dann sollte man auch immer eine Lösung beraten. Ich für meinen Teil sage, wenn ich jemand bin, der ein Haus besitzt, ja, und davon gibt es ja genügend Leute, weil sonst gäbe es ja nicht so viele private Vermietungen in der Stadt, ja. Die wenigsten Wohnungen sind ja im städtischen Besitz, kann man sagen, ist jetzt Gebofuck oder was es da alles gibt. Dann muss ich mir immer die Frage stellen, klar, ich bin Vermieter, ich will mein Geld, aber ich kann mir auch die Frage stellen, was bin ich denn bereit sozusagen von meinem Wohlstand abzugeben, dass jemand, der vielleicht ein einfacher Arbeitnehmer ist, auch sein Leben lebt. Und ich selber kann ja auch mal sagen, ich bin Altenpfleger vom Beruf. Ich habe 12 Jahre lang im Schichtdienst als Altenpfleger gearbeitet und mein Gehalt, also ich bin jetzt in der leitenden Position, deswegen habe ich jetzt nicht mehr den Hustle von früher so, nicht mehr in der Form. Aber einfache Pflegefachkräfte, die nur ihren guten Job machen wollen, such dir bitte eine Wohnung. Das ist Wahnsinn. Du brauchst eine Stadt, die funktioniert. Leute von der Stadt, von der Reinigung, Lehrer, nimm alle mit rein. Nimm die Leute mit rein, die den Laden hier am Laufen halten. Was kann Schlimmeres passieren, als dass die in der Stadt, in der sie arbeiten sollen, keine Wohnung finden? Und dieses Ausspekulier-Thema war für mich nicht nur alleine diese Nummer mit, ja, die Mieten müssen runter, sondern überlegt euch mal, wer soll den Job von morgen machen in diesen Bereichen, soziale Bereich, Erziehung, Bildung, alte Leute, kranke Leute. Wer soll das machen, wenn die Wohnungen nicht da sind? Und da ist meine Lösung tatsächlich, dass man unmittelbar sich auch als Vermieter checkt, ja, sich hinsetzt, sagt, check yourself. Und da gab es ja, während dem Ausspekuliert, gab es dann diesen einen Vermieter, der wurde dann auch als Synonym eben für den sozial verträglichen Vermieter genannt, dieser ältere Herr, der sein Haushalt vermietet, gesagt, hat er dann auf Bayerisch gesagt, ja, so, was soll ich mehr Miete verlangen, das sind gute Leute. Ja? Und der hat sich sogar gewehrt. Er war selber Besitzer von diesem Haus. Er hat gesagt, die zahlen ihre Miete, ich gebe denen eine sozial verträgliche Miete, das sind gute Leute, so machen wir das. Und das sind für mich dann Leute, wo ich sage, ja, die sollen auch leben. Es geht jetzt nicht darum, for free und ich will hier wohnen, ja, sondern wenn ich wo wohne als Miete, zur Miete, dann muss ich was zahlen. Aber was in München verlangt wird, hat wir brauchen mehr coole Vermieter. So coole Vermieter. Wir brauchen coole Vermieter. Ja. Coole Vermieter. Und auch Vermieter, die cool mal ein Studio vermieten für Künstler, die Musik machen wollen. Weil eine Stadt lebt nicht nur von Ameisen, die jeden Tag in die Arbeit gehen, sondern auch von Leuten, die Kultur machen. Also alle Vermieter, die einen Keller haben, wo es keine Probleme mit Bullen und Lärm gibt, ja, macht's das klar. Macht's es klar. Macht's es klar. Ja, und jetzt im Moment in Corona-Zeiten ist ja auch so, ich habe nur letztens gehört, dass die Wohnungen trotz Corona und Krise und Finanzkrise absolut durch die Decke gehen in München. Es läuft super, unfassbar teuer. Ja. Das ganze Business läuft immer noch genauso weiter wie davor. So ist es. Statt dass jetzt eigentlich die Mieten ja eigentlich runtergehen müssten, weil wir eigentlich in einer Krise stecken. So ist das Spiel. Aber du machst ja noch mehr andere coole Aktionen. Du machst ja auch im Moment so eine Aktion fürs Corleone, oder? Das habe ich so richtig mitbekommen. Ja, da hat mich ja unser alter Big Brethren DJ Explizit mehrfach eingeladen, mich solo an der Stelle auch DJ Explizit, Big Up Yourself, absoluter King. Hat eben mehrfach auch diese Problematik angesprochen von kleinen Läden, ja. Und deswegen auch diese Shutdown-Radio-Ding. Schöne Sache. Genau, in der Shutdown-Radio-Sache geht es darum, dass du quasi deine T-Shirts und das Geld quasi dann denen gibst, oder wie ist das so gedacht? Shutdown Radio war zunächst ja eigentlich nur, der DJ legt auf und er supportet halt den Livestream oder den Corleone hat einen Livestream gemacht und du als Selector oder DJ bist halt genau, und dann gibt es die Corleone CDs oder diese Sampler sozusagen. Das war dann noch zusätzlich, genau. Mhm. Und ich habe halt jetzt mal 5 meiner Münchner Tracht-Shirts gesponsert, die dann in 2 Stunden ausverkauft waren. Die waren in 2 Stunden ausverkauft. Ja. Genau, also an der Stelle gerne. Also das ist einfach unterstützungswürdig. Ja. Erzähl mal, was du da machst. So, was ist auf den T-Shirts drauf und worum geht's da und warum hast du die gemacht? Tracht. Oh, das würde ich tatsächlich auch gerne noch sagen. Ich habe mal irgendwann
gehört, dass Rapper auch eigene Modemarken haben und dass es cool ist, dass man das macht. Jeder Rapper macht einen auf Modezar. Und ich habe mir gedacht, so ja, okay, ich wollte ja eigentlich auch nicht ins Modegeschäft einsteigen. Also tatsächlich war das nur eine Nebenerscheinung. Und zwar habe ich mich irgendwann mal gefragt, warum muss ich eigentlich verkleidet auf die Wiesen rennen? Und habe intensiv auch mit dem Löwenbomber, Axel heißt der, bekannter Türsteher damals gewesen im Atomic Café und auch jetzt, ja, man kennt ihn. Löwenbomber, big up yourself, du weißt, wer du bist. Und wir haben intensiv geredet und er hat mich mal mit meiner Lederhosen gesehen und hat gesagt, weißt du was, du schaust aus wie ein Clown und du bist verkleidet. Ja? Und am Anfang wollte ich es ihm nicht so recht glauben. Ich habe gesagt, Bomber, bitte, lass mich doch. Ich will doch einfach auch nur hier Wiesen und alle machen hier einen auf Resi und Susi und was weiß ich und alle haben die tollen Klammern da dran und es ist doch eine Gaudi. Ja? Irgendwann habe ich mich selber reflektiert und habe gedacht, er hat verdammt recht. Und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt und so war ich hier sitze, genauso ist die Geschichte nämlich gewesen. Er hat gesagt, schau mal, bist ein paar Jahre jünger als ich, mein lieber Tobi. In die 80er sind wir mit T-Shirt und Jeans raus auf die Wiesen. Was willst du mit der Tracht? Und dann habe ich mir gedacht, hey, dann muss es ja auch eine Münchner Tracht gegeben haben. Und er hat behauptet, Münchner Tracht war damals T-Shirt und Jeans. Und da ich aber den Leuten bei meiner ersten Nicht-Lederhosen-Wiesen sagen wollte, ich habe die Münchner Tracht, dann habe ich mir selber ein T-Shirt getaggt, weil ich gesagt habe, ich will die Leute ein bisschen ärgern. Wenn die dann sagen, du, Tobi, keine Lederhosen, was ist denn da los? Sag ich, nee, ich hab meine Münchner Tracht an. Als ich das T-Shirt gemacht habe, habe ich genau, ich glaube 5 Stück habe ich damals bestellt, weil ich gedacht habe, okay, muss ja mal eins weg oder vielleicht will noch jemand eins. Ja, und seitdem habe ich ein paar verkauft. Ja. Die siebdruckst du selber oder wie hast du das gemacht so? Nein, die siebdrucke ich bei einem einem Spezialisten dafür, der das gut macht, Big Up nach Giesing, ja, wo ich die einfach regelmäßig machen lasse. Und das ist auch eine Nummer, wo mir Leute gesagt haben, ja mach doch Spreadshirt, kannst du viel mehr Geld verdienen. Einer wollte mir das auch abkaufen, hat gesagt, weißt du was, ich gebe dir einen bestimmten Eurobetrag, ist auch nicht wenig, da mache ich das Ding. Ich habe beide Sachen so stehen lassen und habe gesagt, Münchner Tracht mache ich in München, Münchner Tracht mache nur ich selber und Münchner Tracht hassle ich auch selber weg mit Post und... Ja, cool. Ja, das ist schon cool. Einzelhandel supporten, nicht Amazon. Naja gut, und ich meine, ich lebe ja nicht davon, ja, ich habe einen Job so, also für mich ist es so, kommt rein, geht raus, so ist alles okay. Ja, ich will jetzt auch nicht draufzahlen so, aber es ist keine Nummer, wo ich jetzt da sitze und mal so die Euros zähle, die ich da gemacht habe. Ja, aber coole Sache an sich auf jeden Fall. Richtig nice. So generell, weiß nicht, verfolgst du die aktuelle Hip-Hop-Szene, die Kids und so weiter, was die gerade machen oder die aktuelle Hip-Hop-Szene? Ziehst du dir das noch rein und kriegst du das noch mit? Also, ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Das ist jetzt für mich so eine Sache, wo ich sagen kann, ja, ziehe ich mir auch rein. Aber du könntest mich jetzt fragen und ich könnte dir keine Namen sagen. Ich weiß, was du meinst, aber checkst du so auf Instagram? Ja, ich nicht nur, also vor allem bin ich ganz viel bei YouTube unterwegs, wo ich über vorgeschlagene Videos dann wieder zu einem anderen Musikvideo komme, wo ich mir denke, hey, nicer Shit so, ja. Und ich meine, für mich war immer wichtig so, ich höre ja auch gerne, was mir gefällt. So, ich finde auch immer ja, Deutschrap heutzutage ist so und so. Ja, ist ja alles nur Autotune. Ja, gibt ja Oldschooler wie wir, die das auch hin und wieder mal so feststellen. Ich bin ja auch jemand, ich sage, ich nehme halt kein Autotune her und ich kann es auch ehrlich gesagt in keinem Tune hören, ich mach's nicht. Es wird nie passieren. Ich habe auch zu Leuten gesagt, wenn du mich hörst mit so einem Tune, dann hau mir eine rein. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Künstler cool finde mit ihrem Output textlich, wenn sie Autotune verwenden. Ich nehme es halt selber nicht an, ich mag es nicht so gern. Und dann gibt es auch noch den Fakt, dass ich sage, gab es ja auch diese Boom-Bap-Welle und hat es ja dann mal geheißen, ja, jetzt sind die Boom-Bappers aber endgültig weg, jetzt kann man es nicht mehr hören. Jemand, der wie DJ Premier produziert, ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, aber wenn ich den Scheiß feiere, dann finde ich im Netz so und so viele Leute, die diesen, ja, da gibt es so einen Producer, der heißt Franz Brandwein, ein Top-Typ, macht mit seiner MPC 60, hat genau dasselbe Setup wie ich, Mischpult, MPC 60. Ey, der baut Banger so, ich will auf jeden einzelnen rappen.
Und der presst das Ganze auf Vinyl, macht dann handsigniert und haut die 50, 100 Mal raus und sagt, ja, das ist mein Shit so. Hast du ihn mal angeschrieben, ob du drauf rappen darfst? Habe ich noch nicht geschafft. Aber mache ich noch. Ich habe mich noch nicht getraut. Nein, ich werde den tatsächlich mal vielleicht kontaktieren. Aber ich finde den wirklich dope so. Das ist ein Producer, wo ich sage, das ist genau so. Und es geht nicht darum zu sagen, Boom Bap ist der Rap und alles andere ist kein Rap. Weil ich maße mir nicht an, zu sagen, was Rap ist oder nicht. Das müssen andere Leute klären, was für sie cool ist so. Aber wenn man mir sagt, mein Scheiß hört sich an wie von einem, der im Altenheim an der MPC sitzt und nicht wirklich weiß, wie viel Uhr es ist und was draußen abgeht, dann sage ich, Bruder, glaub mir, ich feiere diesen Sound und ich bin jetzt ein paar Jahre über 40, ich bin 43 Jahre alt. Ich mache nichts mehr, was mir nicht mehr taugt. Mach ich nicht mehr. Ich mache nur noch das, was ich machen will. Und wenn es 2 Leute hören, bin ich down. Und wenn es 100 hören, bin ich auch down. Gibt es so irgendwas, was du sagst? Ich meine, du hast ja damals das auch alles, den ganzen Hustle mitbekommen, damals, als ihr jung wart, als Rapper sozusagen. Und die Zeiten haben sich natürlich komplett geändert. Das ganze Musikbusiness hat sich komplett geändert. Gibt es irgendwas, was du den Kids so raten würdest oder was du ihnen nicht raten würdest, wo du sagst, ey, macht's das oder macht's das garantiert nicht, das war der Fehler oder das ist cool? Also wie ich gerade gesagt habe, so du musst eigentlich das machen, worauf du just in dem Moment Bock hast. Und das Absolut, und das machen, und ich meine, wir haben uns ja vorhin hier auch unterhalten, noch über dieses Thema, ja, das ist, du kannst eigentlich noch nicht mal sagen, mach so und mach so, sondern die jungen Leute gehen ihren Weg und die machen einem auch, finde ich, bei solchen Treffen, wenn dann, also gerade wenn es jetzt, gibt ja so Produzenten oder Rapper, die mich dann noch kennen, so aus der Echo-Rausch-Zeit und München und so weiter, und die sagen dann immer, hey, und Wahnsinn und so, und das habt ihr einfach alle, und wie habt ihr das gemacht und so. Ich sag, ihr macht doch das gerade auch. Genau so. Wir haben es auch nicht anders gemacht. Mich hat keiner gefragt, ob ich auftreten will, sondern ich habe den Jam-Organizer so lange belabert, bis er gesagt hat, ja, dann nehme ich halt diesen kleinen Trottel da auf den Flyer und dann steht der halt auch mit drauf, dann soll er halt rappen. Ja? Und das finde ich so interessant, dass es eigentlich in der medialen Welt, in der wir jetzt ja rap-technisch leben, ja, Internet, jeder macht einen Stream, alles, gerade jetzt in der Corona-Zeit, alles läuft online, alle sind präsent und es geht viel um Optik und es geht viel um Image. Besonders in der Zeit ist es wichtig, dass du diese PR-Nummer eigentlich ein bisschen zweitrangig siehst. Mach dein Ding. Weil der Rest, wenn jemand Bock hat und was machen will und gut ist, die PR-Nummer ist eine Sache, die können Leute dann machen, die dann das beruflich gut umsetzen. Aber die Kunst sollte erst gemacht werden und dann kommt die PR. So, eine Frage, wie verbringst du oder wie läuft bei dir so generell Weihnachten ab? Wie macht ihr das? Also da ich in der Altenpflege beschäftigt bin und da ich ja in einem, wie heißt jetzt, systemrelevanter Bereich, in dem ich arbeite, also ich bin überwiegend für meine Patienten und meine Mitarbeiter da, auch an Weihnachten. Es gibt auch einen familiären Teil von Weihnachten und vielleicht schaffe ich es auch nochmal ins Studio. Und das wäre für mich tatsächlich, also in der Arbeit alles klar fahren, im Studio 2 Beats bauen, die dope sind, die man vielleicht mal brauchen kann und Family so unter einen Hut kriegen so und das alles, ja trotz Corona muss man ja sagen, das alles cool managen wäre für mich ein schönes Weihnachten. Ja. Und vielleicht, dass der ein oder andere alte Freund sich mal über Zoom oder was man da jetzt macht, meldet. Ja, wie war das und was war eigentlich der Grund damals, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, das Hip-Hop-Ding ist nice und das Rap-Ding ist nice so, aber ich gehe jetzt doch wirklich in diese Berufswelt rein, weil du hast dich ja dann bei der Stadt anstellen lassen und machst ja, oder bei der Stadt. Nee, das einen nicht. sozialen Beruf machst du. Ja, genau, du gehst einen sozialen Beruf nach und hast dir gedacht, ich mache lieber den sozialen Beruf, als dass ich jetzt 100% die Rap-Schiene fahre. Also wenn ich ganz ehrlich bin ich auch wieder schön ehrlich heute. Habe ich jetzt schon öfter gesagt, dass ich heute so ehrlich bin. War das auch eine Geschichte, die der Szene anzulasten ist, weil ich es irgendwann nicht mehr ertragen habe. Dieser Penisneid, dieses Geeiere, ich habe jetzt hier und ich bin jetzt da und
ich habe das alles gemacht und ich habe auch verstanden, wie der Mechanismus ist. Als Rapper ist man halt eben in dem Umfeld. Da ist jetzt nicht jeder und sagt, du, lass mal eine Runde Briefmarken sortieren. Ach so, du hast die und die Marke, ach geil. Sondern es geht viel um dieses Ellbogending und hey. Ja, und das muss ich auch sagen, rechne ich den neuen Rappern jetzt gerade hoch an, die ganz viel auf Community sind. Und hier im Artist Talk wurde das auch neulich auch mal gesagt, ja, warum eiert jeder mit seinem Scheiß rum? Lass mal representen so. Da like ich auch mal jemanden oder teile ein Video von einem Artist so, ja. Und das hat damals, war nicht so etabliert, sondern du hattest halt diese Nummer, jeder wollte halt alles so. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass das der Grund ist, warum ich dann komplett gesagt habe, nein, aber ich habe für mich dann, ich habe diesen Beruf dann begonnen, habe im Schichtdienst gearbeitet und dann ist was passiert, Bushby. Dann habe ich Leute gesehen, zum ersten Mal in meinem Leben, die mich nicht angeflunkert haben. Das waren die alten Leute, die ich gepflegt habe. Die haben mich nicht angelogen. Die Situation bei denen, wenn die schwerst krank waren, das war so, wie es war. Und diese Realness, wenn wir jetzt mal von Realness sprechen, you can feel the realness. Das war eine Realness, die habe ich in diesem ganzen Musik- und Ding-Bereich vermisst. So, ja? Okay, verstehe. Ja. Und das hat mir so viel Power gegeben, da war ich erstmal damit beschäftigt, das zu verdauen, dann war die Musik erstmal weg. So. Ja, verstehe. Was glaubst du, was der Grund ist, wieso Leute, die keine Ahnung haben, behaupten, dass in München nichts geht? Warum das mal behauptet wurde und warum wir uns damals so schwer getan haben, auch untereinander das uns immer wieder selber zu sagen. Also ich meine jetzt die verschiedenen Lager und auch die verschiedenen Künstler, die damals schon aktiv waren, das kann ich dir nicht beantworten. Schwierig, ja? Weil das ist eine Frage, die ich mir bis heute nicht beantworten kann. Ich weiß nur eins, alle Künstler, die jemals München sozusagen represented haben und auch in gewisser Weise, wenn sie aus München kommen, zwangsläufig auch natürlich entweder ihr Viertel oder die Stadt represented haben, sind ein wertvoller Beitrag gewesen dazu, dass diese Stadt eigentlich so eine wertvolle, nicht eigentlich, sondern so eine wertvolle Künstlerszene hat, ja. Und wie man das jetzt heute so sieht, also erstens hier bei dem Artist Talk und zweitens auch online in den diversen Sparten, was hier schon, also ich habe mit DJ explizit neulich mal Brainstorming gemacht, wir haben gesagt, warum nicht mal ein Mixtape, München-Mixtape, online gerne auch. Super Idee. Was ein DJ mixt. Und ich bin mal vor, ich glaube 15 Jahren hatte ich die Idee schon mal, bin ich von 60 Minuten ausgegangen ungefähr, weil ich gesagt habe, so Bands zusammen addiert, habe gesagt, ja, vergiss 60 Minuten. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Es sind zu viele und es ist so viel gutes Zeug dabei, dass du ein Problem schon hast beim Selektieren und sagst so, du kannst ja auch nicht sagen, ja, die jetzt nicht mehr, weil das wird dann zu viel, sondern du musst ja dann schon entweder oder machen. Und deswegen sage ich, München, und das war mir auch damals schon ein Anliegen als Künstler, ich wollte immer, dass München auch mit seinen Artists so ein bisschen, ja, und das passiert heute. Ich sehe das, ja, also diese Sachen passieren schon. Ich glaube, es liegt auch daran, dass grundsätzlich München halt irgendwie die Rap-Perlen in München sind im Untergrund, sehr viele. Ja, viele. Genau, und das kriegen die Leute nicht mit. Das ist das Gleiche, wie wenn wir jetzt sagen würden, sag mir 10 Untergrund-Rapper in Berlin. Keine Chance, no way. Funktioniert nicht mit, kannst du nicht machen. Und an der Stelle, jetzt muss ich mal dem Moderator Props geben, du hast für den Untergrund in München ziemlich viel gemacht. Und ich kenne wenige Leute, die so viel gemacht haben für den Untergrund wie du. Einer bist. Klar, ja, also monatliche Hip-Hop-Jams. Und genau das ist diese Arbeit, die man eigentlich da reinstecken muss, um dieses Feuer am Lodern zu halten. Ja, dass da, und ich weiß, bei deinem Peace Camp haben schon Leute gespielt, die Jahre später dann durchaus andere Gigs gespielt haben. Ja, so ist es ja nicht. Und das muss man auch mal wertschätzen, deswegen sage ich Big Up, Bushby und weiter so bitte. Ja. Ja, genau. Nach Corona, monatliche Hip-Hop-Jams seit Jahren, einfach die Kultur pushen. Das ist halt nice. Und das ist halt auch, es wird nie langweilig, weißt du, weil es kommen immer neue. Es gibt ältere, so wie du. Ich meine, du kamst ja auch noch wieder und hast öfter auch noch immer wieder dort gespielt. Ja, gerne. Das ist einfach eine coole Geschichte. Vor allem finde ich gut, dass du mischt zwischen, ja, es ist jetzt nicht, du hypst jetzt nicht dein Umfeld oder deine Liga, wo du sagst, da meinst du, jetzt bist du dabei, sondern du nimmst Leute mit rein ins Programm und unterschiedliche Styles und absolut, das, ey, ja. Also ganz ehrlich, und das in München, in der Stadt, wo du nach 22 Uhr Angst haben musst, dass die bist. Coppers kommen und dir den Laden dicht machen, ja. Das ist halt einfach,
das ist eine Leistung so, ja. Ja, danke dir. Was geht ab so du rappst immer wieder über die Brudermühlecke. Erzähl mal, was so in der Brudermühlecke generell abgeht. So. Das interessiert die Leute sicher. Also als allererstes gibt es da zu sagen, Brudermühl Number One, Brothermühl Number One ist ja... Sandling. Nichts geht bei mir über die Brudermühl, aber es ist jetzt vielleicht nur bei mir so. Also ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen für eine Straße, die einfach nur eine Straße ist, aber... Seitdem ich unter Sendlinger bin, also da gibt es ja auch eben diese Kombo mit dieser berühmten Borzen, die früher mal bei Christel hieß, dann hieß sie Nachtschicht, dann hieß sie bei Marius, jetzt heißt sie Marete 2. Nirgendwo in München habe ich so enge Kontakte gehabt zu Leuten, die so different sind, wie das Viertel halt noch so different ist. Und das hat auch was mit dieser ganzen Kultur zu tun, wie wir teilweise mit unserer eigenen Stadt umgehen und wie wir das so selber immer wieder gesagt haben auch. Ja, ich meine, es gab mal eine ganze Zeit lang, bin ich als junger Typ, halt in die schickeren Läden in der Innenstadt gegangen und habe gesagt, ja, ich will hier Cocktail trinken. Ja. Ich habe jetzt gelernt, so häng mal ein bisschen rum mit den Jungs und Mädels aus deiner Hood, so was Hood-Flavor. Habe ich in Neuhausen damals auch schon gemacht. Da gab es einen Laden, der hieß Nürnberger Trichter, da war ich auch schon drin. Volkertstraße, Ecke, Leon Roth, glaube ich, weiß nicht mehr, das war so, irgendwie da hinten habe ich ja lange gewohnt. Und das hat mich damals so als 18-Jähriger, 17, 16, weiß ich, wann ich da zum ersten Mal rein bin, hat mich das schon total fasziniert. Ja? Da hängt einer so am Spielautomaten und jemand spielt Dart und jemand kommt rein und stellt was. Und alle hängen aber irgendwie so ab und ist halt so, ja. Und das habe ich mir in Untersendling wieder so klar fahren können, weil da diese Strukturen noch so sind. Und davon lebt eine Großstadt, ja. Du kannst, also München, dieser Laufsteg wie in der Innenstadt, wie jeder sagt, ach, lass noch mal kurz wie heißen denn diese Läden überhaupt? Keine Ahnung, ja. Schlag mich tot, wo dann einfach irgendein C-D-E-F-G-Promi einläuft und sagt, ich habe eine Pizza gegessen, sowieso interessiert niemanden, ja. Ich war heute in meiner Stammborzen, habe ein paar Häubig gesoffen und der sowieso hat mir erzählt, dass da sein Hartz-IV-Antrag nicht durchgegangen ist und ich habe ihm vielleicht noch eine Möglichkeit, Tipps gegeben. Komm, ich schreibe dir schnell. Weißt du, es ist ein sozialer Treffpunkt. Ja, solche Läden sind soziale Treffpunkte. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass jeder nur reingeht und still sein Getränk nimmt und dann wieder geht, sondern es passiert ja was. Ja? Gibt es irgendeinen Laden in der Brudermühlecke, den du empfiehlst so? Ja, Machete 2. Machete 2? Ja. Leute Bescheid jetzt. Das ist 5-Sterne-Gastro in meinen Augen. 5-Sterne-Gastro? Ja. Ja, cool. Nice. Gut zu wissen. Hast du eigentlich wirklich niemals Digger gesagt? Mist. Jetzt kommt's. Buschbi, nicht solche schwierigen Fragen. Du hast es gerappt. Du hast gesagt, du hast es in einem Rap-Track, deswegen habe ich es aufgegriffen. So. Okay, ich gebe es zu. Ich habe mehrfach Digger und Alter gesagt. Passiert. Ich habe es wirklich gemacht. Ich habe es auch gemacht in so komischen Alltagssituationen. Was sollte man eigentlich sagen? Oida. Ist so. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Irgendwas, was du sagen willst? Leute, die du grüßen willst? Irgendwas, ja, also was zunächst mal ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, hier teilzunehmen an diesem Abend, bei dir, für die gute Moderation, für die schönen Fragen und natürlich auch hier bei den Machern. Big Up Kanli, checkt übrigens sein Album, ist jetzt draußen, fleißig streamen und ja, ich bin gerne bereit, sozusagen den Münchner Underground auch zu pushen, wenn mir was Nices in die Finger kommt, so jederzeit. Nice, Tekane, war mir eine Ehre. Vielen Dank. Das war die Folge Artist Talk mit Teekanne. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ballert den Gefällt mir-Button, schreibt ein paar Kommentare drunter und checkt auf jeden Fall unten drunter in den Beschreibungen die Links zu Teekanne. Das war's. Ich bin raus. Peace.